Hallo Mädels und Jungs, jetzt haben wir die neuen Reifen montiert und werden sie einmal in Ruhe anfahren, und zwar die Lagerschutzschicht herunterfahren. Lagerschutzschicht ist eine kleine Schicht, die auf den Reifen aufgebracht ist, damit sie länger haltbar bleiben und die Weichmacher aus den Gummis nicht so schnell entweichen. Und beim Fahren gehen die herunter. Was muss man beachten? Man sollte nicht wegfahren mit einem kalten Reifen und sofort in die Kurve legen, denn der Reifen ist sehr, sehr rutschig. Überhaupt mit diesem Belag drauf. Und daher ist es gut, wenn man die Reifen vorher etwas warm fährt und sehr sachte in die Kurve geht. Und auch auf der Geraden einmal ein wenig herumschunkelt. Aufpassen, wenn Schotter liegt, denn die Reifen sind wirklich sehr schlecht und können erst ab einer gewissen Temperatur sehr viel Grip aufbauen. Ich habe mir ein paar Nebenwege ausgesucht und versuche jetzt den Reifen ein wenig warm zu fahren, und dann fahren wir auf eine etwas kurvigere Straße. Eines Angenehme, das man jetzt beobachten kann, ist, ich kann meinen Lenker wieder loslassen, was ich vorher nicht konnte. Und zwar habe ich nach dem Ausbauen den alten Reifen auf die Wuchtstange gesteckt und festgestellt, dass er eigentlich sehr unwucht war. Das hat man beim Fahren nicht wirklich gemerkt, sondern jedes Mal, wenn man den Lenker losgelassen hat, hat man ein Lenkerreißen gehabt. Also der Lenker hat angefangen wie wild zu wackeln. Sobald man den wieder kräftig in die Hand genommen hat, war das weg. Jetzt ist es komplett weg, denn ich habe natürlich die Reifen auf der Wuchtstange ordentlich ausgewuchtet, und daher ist dieses Lenkerschlagen verschwunden. Ein angenehmer Nebeneffekt, wenn man neue Reifen montiert. Ich war allerdings zu faul, den alten Reifen runter zu montieren, auszubauen und neu zu wuchten. Hätte ich auch machen können, war aber zu mühsam. Hier steht noch immer das Schild Achtung Split, allerdings schon seit fast 2 Monaten, und es gibt hier aber keinen Split mehr.
neuen Reifen fahren sich relativ kippelig. Aber eigentlich auch sehr angenehm. Und wieder einmal der zweite herausgesprungen. Herrliches Sonnenwetter heute. Wieder einmal, obwohl Gewitter angesagt ist, aber ideal, um Reifen ein wenig anzufahren. Und zeige euch dann noch, wie die Reifen dann ausschauen, wenn sie angefahren sind und wo dann noch die Schutzschicht oben ist. Man merkt das sehr gut. Die Schutzschicht glänzt und der angefahrene Reifen ist leicht gräulich und matt. Ich habe meine Abfahrt verpasst. Daher müssen wir umdrehen. Oder? Gibt es dann noch eine Abfahrt? Oh ja, eine. Hoffe ich zumindest. Müssen wir warten, bis der Mähdrescher vorbei ist. Und dann geht's weiter.
Solche Nebenwege, wenn ihr die nehmt, solltet ihr ein wenig vorsichtig sein, denn es ist öfters Schotter auf der Strecke, Schlaglöcher, wie man hier auch schön sieht. Und wenn man sie gar nicht kennt, können sie auf einmal in Schotterwege übergehen und das kann natürlich bei dementsprechendem Tempo gefährlich werden. So, über die Hauptstraße auf dem Schotterweg und los geht's. Das ist natürlich eine Abkürzung für viele Autofahrer, um nicht durch die Ortschaften fahren zu müssen. Aber eines muss man schon sagen, der Reifen ist wirklich auch beim Gasgeben sehr stabil auf Schotter und hält wirklich ordentlich die Spur. Alle Achtung! Baut sehr viel Grip auf Schotter auf, was bei vielen Semi-Enduro-Reifen nicht der Fall ist. Und ich war doch ein wenig skeptisch, da ich ja nach dem Michelin Annecy, mit dem ich hervorragende Gripwerte hatte, also eigentlich bis zur Kante umlegen konnte und auch bei der Enduro die Fußreisten Streifen ablassen, war ich sehr skeptisch, ob dieser Reifen genauso viel Grip aufbauen kann. So, da ist ein Graben, aber wir sind schon wieder raus. Und diesen offiziellen Weg nutzen halt jetzt sehr viele. Gut, ich war halt beim Michelin Annecy sehr skeptisch, ob der Conti Contact oder Conti Act genauso viel Grip aufbaut und genauso gut ist, aber ich muss sagen, er schlägt sich hervorragend und macht eine wirklich sehr gute Figur. Nicht nur auf Schotter, auch auf Asphalt. Und solange er nicht unvermutet zu schmieren anfängt, gibt es kein Problem. Und bin ich auch zufrieden. So, wie versprochen, schauen wir uns schnell den Reifen an, wie er nach dem Anfahren aussieht. Hier sieht man, ist er noch gefahren und hier sieht man, hat er noch die glänzende Färbung und hier ist er schon leicht grau. Hier drüben sieht man das dann noch besser. Im hinteren Reifen sieht man auch, dass er bis in etwa hierher angefahren wurde und der restliche Teil braucht noch etwas Zeit. Aber bei so einer kleinen Runde legt man auch nicht bis aufs Knie um. Okay, das war's. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen und wir sehen uns wieder.